Ja, Gemage. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem neuen Videoblog Klogedanken. Heute mit dem Thema: Werden wir Deutschen immer prüder? Das ist ja offenbar ein Thema, das viele von euch umtreibt. Und ob das Ganze halt objektiv betrachtet auch so stimmt, das versuche ich heute mal hier zu analysieren. Auf jeden Fall haben viele Menschen das Gefühl, dass es so ist. Auf meiner Umfrage bei Facebook und Instagram, an der übrigens mehr als 1000 Menschen teilgenommen haben, und an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, haben ungefähr 84% von euch gesagt, ja, unsere Gesellschaft wird immer prüder, und nur 16% nein. Und immerhin noch 77% aller Teilnehmenden haben gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass Jugendliche immer prüder werden. Also interessant an der Umfrage waren auf jeden Fall eure Antworten auf die Frage nach dem Warum und nach dem Grund, warum wir vermeintlich immer prüder werden. Und um die soll es heute auch hier gehen. Natürlich waren mal wieder, wie eigentlich an allem, Angela Merkel und der Klimawandel schuld daran, dass wir immer prüder werden. Also Leute, mal ehrlich, ich bin ja keine CDU-Wählerin, aber Angela Merkel ist nicht an allem schuld. What? Es gab aber auch ein paar Aussagen, die wirklich einer näheren Betrachtung würdig sind. Und da kommen wir gleich mal zur ersten. Fehlgeleiteter linker Pseudofeminismus ist schuld daran, dass wir immer prüder werden. Ja, gehen wir mal auf die heutigen Formen des Feminismus ein. Also wir alle kennen ja noch die Porno-Kampagne von Ali Schwarzer aus den 80ern. Und ich muss auch echt zugeben, dass meine Freundinnen und ich damals auch dachten, dass Emanzen so alte, verbitterte Frauen sind, die irgendwie keinen Sex hatten und auch keinen Sex wollten und so. Aber erstens haben wir den Frauenrechtlerinnen und Feministinnen der ersten Stunde sehr viel zu verdanken. Also zum Beispiel, dass wir wählen dürfen oder dass wir in Westdeutschland immerhin schon seit 1977 auch einen Beruf ausüben dürfen, ohne unseren Ehemann vorher um Erlaubnis zu fragen. Und zweitens hat sich ja auch der Feminismus weiterentwickelt und viele Feministinnen bezeichnen sich ja heute ganz bewusst als sex-positive. Einer von euch hat zu dem Thema noch geschrieben: Es wird gegen Bodyshaming angegangen, was richtig und wichtig ist. Aber wehe, man macht einer Frau Komplimente für ihr Aussehen oder ihren Körper, dann ist man ein Sexist. Ja, das ist ein Argument, das habe ich schon von vielen Männern gehört. So nach dem Motto, ja, man traut sich ja gar nicht mehr einer Frau ein Kompliment zu machen, sonst hat man gleich eine Anzeige wegen sexueller Belästigung am Hals und so. Ich will hier nicht die Spaltung zwischen den Geschlechtern vorantreiben, weil ich finde, das ist gar nicht nötig. Erstens zeigen ja die vielen Partnerschaften, die es trotzdem noch gibt, dass es geht. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass ein Mann, der einer Frau ein respektvolles Kompliment macht, als Sexist dargestellt wird. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob jemand sagt, du, das steht dir aber gut. Oder ob er sagt, ey, ich will dich ficken, Alter. Da reagieren die Frauen verständlicherweise nicht so begeistert drauf. Und Frauen wird ja immer noch direkt oder indirekt vorgeworfen, sie seien selbst schuld daran, dass sie blöd angemacht oder vergewaltigt würden, weil sie sich ja wie eine Schlampe anziehen würden. Ja, was sollen wir jetzt also machen? Uns nicht mehr sexy anziehen? Hat ja mal ernsthaft ein kanadischer Polizist in Toronto den Studentinnen geraten. Frauen sollten sich nicht wie Schlampen kleiden, um nicht schikaniert zu werden. Das hat verständlicherweise auf der Welt ganz schön für Empörung gesorgt, und daraufhin haben auch viele Frauen weltweit die sogenannten Slutwalks organisiert. Dazu kann ich noch sagen, ich müsste theoretisch nackt durch die Gegend laufen können, ohne dass mich irgendjemand angrapscht oder anmacht oder wie freiwillig behandelt. Denn ich zeige mich ja gerne nackt, weil ich gerne angeschaut werde. Und das Gleiche passiert übrigens auch Männern. Also Sexismus gibt es nicht nur gegenüber einem Geschlecht, das taucht bei allen Geschlechtern auf. Mir hat mal ein männliches Fashion-Model erzählt, dass er sich von den Frauen in seinem Business auch manchmal wie so ein Stück Fleisch behandelt fühlt und auch echt schon öfter offensiv angebaggert wurde. Und er auch so Nachrichten erhält wie, na, kann man dich mal als Nacktmodel buchen und so. Ich finde, da ist es irgendwie kein Wunder, dass Menschen aufpassen, wie sie sich kleiden oder wie sie sich geben. Aber das hat dann nichts mehr mit Prüderie zu tun, sondern eher mit einem Mangel an Respekt. Oder mit Slutshaming. Geil, ne? Also eine Frau, die ganz offensichtlich Spaß an Sex hat oder die sogar Sex mit mehreren oder wechselnden Partnerinnen und Partnern hat, die wird heute immer noch als Schlampe bezeichnet. Ein Mann wäre dann ein Held. Fakt ist,
Die Sexualisierung von Bildern und von Menschen, die begegnet uns eigentlich überall. Und vielleicht führt auch diese vermeintlich ständige Verfügbarkeit von Sex zu einer gewissen Sexmüdigkeit. Das haben zumindest ein paar von euch geschrieben. Aber über Sex wird immer noch nicht offen gesprochen. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir alle unser Sexleben offenlegen sollen. Also das wäre ja Quatsch, aber wir sollten schon wenigstens mit unseren Sexpartnerinnen und Partnern darüber reden können, finde ich. Mein Ideal wäre, und das sage ich auch immer, dass man darüber reden könnte, wie übers Essen oder übers Trinken. Also wir sagen ja auch, oh, diesen Käse finde ich echt stinkig oder eklig. Oder, boah, ich stehe voll auf Kartoffelsalat, aber dann bitte den mit Mayo und Gürkchen und Senf und nicht den bayerischen oder umgekehrt. Und genauso müssten wir uns halt auch über Sex unterhalten können. Dann hätte sich, glaube ich, auch das Problem der Männer erledigt, die das Gefühl haben, sie könnten einer Frau kein Kompliment mehr machen. Denn wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt gut ankommt oder richtig ist, dann fragt halt einfach. Das ist echt nicht blöd. Also ich habe das schon vor 20 Jahren erlebt, dass Männer einfach gefragt haben, ob sie mir ein Kompliment machen können. Und manchmal habe ich ja gesagt und wenn der Typ so ein Schmierlappen war, dann habe ich auch mal nein gesagt. Aber damit muss man natürlich rechnen, wenn man fragt. Nur, man kann sich dann auch ganz sicher sein, dass diejenige oder derjenige, die man gefragt hat, ganz sicher auch Nein gesagt hätte oder schlimm gefunden hätte, wenn man es einfach gemacht hätte. So, und wenn wir fragen, bleiben wir auf der sicheren Seite. Und vielleicht wird dadurch sogar unser Sexleben schöner. Ja, woran liegt es jetzt also, dass wir vermeintlich immer prüder werden? Ein paar von euch meinten, dass die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturen ein Grund für die zunehmende Prüderie wäre. Oder die zunehmende Religiosität. Auch hier möchte ich nicht die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben. Die meisten, die hierher kommen, sind ja furchtbar dankbar dafür, von unserer Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und was die Religion betrifft, da muss man echt stark unterscheiden zwischen den radikalen Fanatikern und Menschen, die einfach ganz gemäßigt glauben. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass alle Katholiken prüde sind, nur weil es ein paar katholische Schulen gibt, an denen Mädchen in Säcke gesteckt werden, wenn sie sich zu freizügig anziehen. Oder dass alle Protestanten Puritaner sind, weil es in den USA sehr viele Evangelikale gibt, die fordern, dass die Evolutionslehre nach Darwin durch die Schöpfungslehre der Bibel ersetzt werden soll. Ich respektiere jeden Menschen für seinen Glauben, aber Glaube und Religion sollten definitiv Privatsache bleiben und sich nicht auf die Gesetzgebung unseres Landes einwirken dürfen. Und um jetzt die Frage mal abschließend zu beantworten, ob wir denn immer prüder werden, müsste es ja eigentlich erstmal eine Zeit gegeben haben, in der wir schon frei und respektvoll mit unserer eigenen Sexualität oder der anderer Menschen umgegangen sind. Und da muss ich sagen, die gab es noch nicht. Also zum Beispiel dieses Gesetz, der Paragraph, der die Sexualität zwischen zwei Männern oder mehreren Männern unter Strafe gestellt hat, der wurde erst 1994 abgeschafft. Und auch der erste Christopher Street Day fand erst Ende der 70er statt, in Deutschland zumindest. Ja, und bei meinen Recherchen bin ich auch auf ein Buch gestoßen aus den 90ern. Hast du eine Wunderklo? No Sex, die neue Prüderie in Deutschland. Und wenn ihr das lest, dann werdet ihr echt mit den Ohren schlackern. Also 1988 sind noch zwei schwule Verleger vor dem Berliner Amtsgericht gelandet, weil sie angeblich pornografische Literatur verbreitet haben. Das waren dann Bücher von Jean Cocteau und Oscar Wilde und Reiseführer. Und Mitte der 90er noch sind Polizisten in über 400 Buchhandlungen in Deutschland eingefallen, weil sie angeblich pornografische Literatur beschlagnahmen wollten, sodass der Rowohlt-Verleger damals gesagt hat, also hier, das ist ja schlimmer als im prüden Wilhelminismus, was hier abgeht. So, das waren die 90er. Was sich allerdings tatsächlich verändert hat, das ist unser Umgang mit Nacktheit. Und da finde ich schon, dass wir Prüder geworden sind. Also Prüder im Sinne von übertrieben schambehaftet dem eigenen Körper gegenüber. Da habt ihr ja auch einiges zu geschrieben. Die 70er und 80er Jahre, was war das für eine entspannte und tolerante Zeit? Ich war dabei! Ganz klar, die Gesellschaft wird immer prüder. Wenn ich auf die 80er oder auch noch den Anfang der 90er Jahre zurückblicke, da war es doch sehr viel freier. Dein berühmtes Free the Nipple war eher normal. Oben ohne am Strand oder beim Baden war keine Besonderheit. Aber was ist der Unterschied zu heute? 2 Dinge. A, der Mensch muss perfekt sein. B, Handys lauern überall. So, und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt,
der mir und auch euch übrigens der Hauptgrund für diese zunehmende Prüderie zu sein scheint. Und das sind die sozialen Netzwerke. Das war auch eure meistgegebene Antwort. Erstens stellen die sozialen Netzwerke ja sowieso schon immer eine Art Fake-Welt dar, also eine Illusion, weil die Menschen sich einfach geschönt darstellen. Auch ihr Umfeld oder durch einen Filter. Und das ist natürlich etwas, was sich in der Realität nicht aufrechterhalten lässt. Also zumindest nicht, wenn man nackt ist. Ne? Da kannst du dir nicht einfach den Bauch wegretuschieren oder mal die Orangenhaut wegmachen oder so. Und zweitens musst du ja heutzutage wirklich immer damit rechnen, dass irgendjemand dich heimlich filmt und das ins Netz stellt. Und das kann natürlich überall landen. Das hat einer von euch mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Durch die sozialen Netzwerke ist es auch viel leichter, andere Menschen zu diskreditieren. Einmal ein falsches Bild gepostet, mit der falschen Person einen intimen Chat gehabt und zack, geht es an den Arbeitgeber, die Kunden, die Nachbarn und so weiter. Das bewegt dann auch lockere Menschen dazu, vorsichtiger zu sein. Also ich bin total froh, dass ich noch in so einer analogen Zeit aufgewachsen bin, weil wir einfach noch ausprobieren konnten. Wir konnten noch Scheiße bauen, ohne dass uns irgendjemand dabei gefilmt hat. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die jungen Leute unbedingt prüder geworden sind, sondern sie sind halt einfach nur vorsichtiger geworden. Also ich habe mich neulich mal mit so einer Gruppe von jungen Menschen unterhalten, so zwischen 16 und 23, und die haben auch gesagt, sie glauben eigentlich nicht, dass sie Brüder sind. Also sie reden auch schon sehr offen insgesamt über Sexualität, aber sie passen halt einfach auf, wem sie was erzählen, weil das immer auf Instagram oder sonst wo landen kann. Und auch wenn es ein paar unvernünftige Jugendliche gibt, die die sogenannten Nudes verschicken oder Sexting betreiben, glaube ich, dass doch so eine gewisse Sensibilität dafür da ist, dass du ja sehr schnell auch in einem Licht erscheinen könntest, das dir vielleicht nicht unbedingt gefällt oder auch deine Zukunft verbauen kann. So. Und die Frage ist halt jetzt einfach nur, wie können wir mit dieser Realität der sozialen Netzwerke umgehen? Und dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine Antwort, nämlich mit Respekt. Mit Respekt vor der Privatsphäre anderer Menschen, mit Respekt vor der sexuellen Orientierung oder den sexuellen Vorlieben anderer Menschen und auch mit dem Respekt vor einem Nein. Und mit Mut. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's herrlich ungeniert. Ich hoffe, mein neuer Videoblog hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Jak się masz?